Wir sind heute beim Mazda bei Müller in Saarlouis. Neben mir steht der Julian. Hallo Julian. Hallo Sandra. Erzähl doch mal, was genau machst du hier bei Mazda in Saarlouis? Ich bin Automobilverkäufer hier in Saarlouis bei der Mazda bei Müller. Mache das Ganze hier jetzt seit einem Jahr. Vorher war ich bei unserem Standort in Losheim, wo das Ganze auch damals angefangen hat. Und jetzt finden wir hier nochmal uns ganz neu ein mit der Marke Mazda und mit dem neuen CX-60. Genau, du hast schon verraten, der neue CX-60 als Diesel. Man hat gedacht, Diesel ist am Aussterben, aber jetzt geht Mazda hin und bringt den Diesel auf den Markt. Warum? Genau, ganz untypisch eigentlich für die Philosophie im Moment im Automobilbereich. Sie haben jetzt einen 3,3 Liter reinen Sechszylinder hier rausgebracht, der sehr gut auf dem Markt ankommt. Es ist was sich viele Autofans gewünscht haben, nochmal einen kraftvollen Diesel. Und das hat Mazda hier voll und ganz auf den Punkt gebracht. Ja, letztendlich ist ja die ganze Technik so fortschrittlich, dass man eigentlich den Diesel gar nicht mehr so verteufeln müsste. Aber der Trend geht natürlich zu Elektro und Hybrid. Aber ich bin gespannt über weitere Details zu dem CX-60. Ihr habt auch einen speziellen Preisvorteil, den gibt es aktuell über 8.000 € günstiger. Genau. Also es bezieht sich natürlich jetzt hier auf unsere Vorführwagen. Wir haben jetzt hier den 200er Diesel. Es gibt den ganzen auch noch mit 254 PS. So zeichnet sich das Ganze dann aus im Preis, dass das Auto natürlich wirklich sehr Preis im Vorteil ist und man einfach auch gucken muss, dass was man hier geboten bekommt, ist halt wirklich enorm im Vergleich zu anderen Herstellern. Hier ist einfach alles drin. Man hat einen Motor, der eigentlich so nicht mehr auf dem Markt zu bekommen ist. Und ich denke mal, das spricht alles für sich. Ja, ich denke, es gibt auf jeden Fall immer noch Dieselfans und Verbrenner sind doch noch immer ein bisschen anders als Elektro und Hybrid. Komm, wir schauen uns mal noch mal die technischen Details an. Und du erzählst am besten, was den Diesel so ausmacht. Genau, also Mazda hat ja sowieso schon seit 2012 eine Philosophie mit der Skyactiv-Technologie. Da geht es halt wirklich darum, mit einem leichten Fahrwerk, eine leichte Karosserie und sonstige Anbauteile wirklich in einem Leichtbauverfahren herzustellen und damit für eine hohe Effizienz vom Fahrzeug zu sorgen. Also das heißt, selbst bei dem Gewicht von dem Auto mit knapp 2 Tonnen kommt man trotzdem durchschnittlich auf einen Verbrauch von 5,5 und 6,2. Natürlich WLTP ist noch niedriger, aber wir müssen ja ein bisschen fair bleiben. Jeder fährt ein bisschen unterschiedlich und so kann man trotzdem sagen, bei der Gewichtsklasse und bei der Leistung von einem reinen Sechszylinder ist das ein Top-Verbrauch und es ist einfach ein sehr hocheffizienter Verbrenner. Ja, 200 PS, der fährt sich sicher gut, oder? Allerdings. Er wird auch noch unterstützt, deswegen auch die Beschriftung eSkyActiv von einer 48 Volt Batterie, die halt dafür sorgt, dass wenn man im Prinzip das Auto startet, wenn man anfährt oder dann wirklich auch mal aufs Gas drückt, dass der unterstützt. Das kann man von einer Leistung von 17 PS im Prinzip betiteln. Es geht aber lediglich halt darum, dass das natürlich dann einfach noch mal effizienter wird. Okay, Spitze in der Geschwindigkeit? Natürlich, man kann es ausreizen, man wird auf die 230 kommen. Dann fängt es aber an, dass das einfach dann blockiert. Zu drosseln. Genau, ja. Dann drosselt er und dann ist es halt auch so, dass es auch irgendwo genug ist bei dem Auto. Wir haben hier ein schweres Auto, wir haben hier ein Auto, was eine Länge hat von 4,80 Meter und dementsprechend ist das dann auch völlig ausreichend bei dem Auto. Also ist ein klassischer SUV oder genau. Wie kann man den Genau, das ist ein bulliger SUV, also der jetzt wirklich das Flaggschiff von Mazda ist, kann man so sagen. Man sieht es ja auch an der Front. Wir haben einen schönen bulligen Grill, der hochgesetzt ist mit einer langen Motorhaube und es halt auch wirklich darum geht, das mit Lichttechnik so ein bisschen zu machen. Wenn wir jetzt hier gucken, auch mit den neuen Blinkern und die Lichttechnik, die dann da im Prinzip vorne nochmal kommt, rundet das Ganze natürlich sehr elegant ab. Ja, sehr schick. Und als Lack, das ist kein klassisches Weiß, es ist so ein bisschen Perleffekt, das oder? Nennt sich Rhodium White. Das ist diese Perleffekt-Kombination mit dem Metallic, was es ja heutzutage viel auf dem Markt gibt. Und das verleiht dem Auto natürlich auch nochmal Eleganz. So, komm, wir drehen mal eine Runde. Scheinwerfer, welche gibt's? Genau, also serienmäßig hat der von vornherein voll LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregelung. Wenn man jetzt noch ein Driver Assistance Paket dazu wählt, hat man auch die Matrix LED-Scheinwerfer mit integriert. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter. Die Felgen sind auch massiv. Also das sind massive Felgen. Das ist jetzt hier der Takumi. Das ist eine Ausführung, das ist im Prinzip die höchste Ausführung von Mazda jetzt. Dann hat er 20 Zoll in so einem Polish-Design. Die Felgenform ist auch nochmal natürlich
kombiniert mit dem Auto gesehen sehr, sehr elegant und verleiht dem Ganzen halt ja einen Hauch von Luxus. Ja, also sportlich, elegant, das kann ich nur so wiedergeben. So, dann gehen wir mal auf die Rückseite. Ah, und ich sehe, wir haben ein Panoramadach, aber das sehen wir dann also von es ist innen ein schön. zweiteiliges Panoramadach sogar. Das wird man auch gleich noch mal von innen sehen. Da ist es halt wirklich so, dass auch die hinteren Fahrer sehr, sehr schön nach oben schauen können. Gut, erstmal von außen. Assistenzsysteme haben wir natürlich auch, also Parkabstandsassistenten. Genau. Kamera ist dabei. Wir haben jetzt alles. Hier ist so jetzt eine 360-Grad-Kamera, das heißt vorne ist ja auch noch eine und in den Spiegeln, das heißt wir haben eine Rundumsicht. Die ist natürlich auch in dem Paket dabei, aber die Rückfahrkamera, die haben wir schon relativ früh dann als Serie im Fahrzeug dabei. Also volle Ausstattung, volle Hütte. Volle Hütte. Gut, machen wir den Genau, Kofferraum auf gerne. oder kann ich den aufmachen? Genau, entweder auf den Knopf drücken, Ja, aber drück mal. ich mache es gerne auch gerade mit dem Schlüssel. Also geht auch vollautomatisch. Genau, also das geht sogar Wow. mit dem Fuß, mit der Komfortöffnung. Dann haben wir einen sehr, sehr großen Kofferraum, der Ja. ein Kofferraumvolumen von 570 Liter hat. Auch von der Länge her haben wir einen knappen Meter. Das heißt, auch da, um was Längeres auch mal reinzuschieben, ist da genug Platz. Wenn man aber jetzt auch mal die Sitze umklappen müsste, hätten wir hier 40-20-40, die natürlich von hinten auch ganz bequem umklappbar wären. Wow, also hier hat man wirklich Platz. Hier unten ist noch ein zusätzliches Staufach oder was ist da? Genau, also wenn du das versteckt? jetzt aufmachst, wirst du sehen, Ach so. da ist nicht mehr so viel. Das ist der Subwoofer vom Bose Soundsystem. Der ist hier hinten verbaut, aber sonst kann man natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, wenn man auch noch im Prinzip Werkzeug zum Reifenwechsel reinmachen will, ist das alles da möglich. Okay, und hier haben wir auch noch eine Steckdose, sehe ich. Genau, der ist noch hinten verbaut, dass wir im Prinzip noch da was anschließen könnten. Und was ist das hier? Das wäre jetzt, um die Sitze umzuklappen. Also wenn du da dran ziehst, klappt Ach so. sich im Prinzip der Sitz um und auf der anderen Seite regelst du die anderen zwei. Okay, cool. So, Flo, schau dir mal den Kofferraum an. Also da ist wirklich massig Platz. Gefällt mir Genau. gut. Genau. Und dann kann man auch noch mal per Knopfdruck automatisch Genau, öffnen wenn und du da schließen. rechts drückst, dann geht er einfach zu. Rechts, genau. Gut. Dann gehen wir mal noch einmal hier entlang. So, Der Tank ist auf der genau, der linken Seite. Tank, genau, klassisch, wie wir es kennen. Einfach per Touch aufmachen. Dann kann man dementsprechend da auch das Fahrzeug tanken. Tankvolumen, weißt du das? Ja, wir haben jetzt hier ein Tankvolumen von 58 Liter. Das ist natürlich vollkommen ausreichend. Wir haben ja mit dem Auto eine gewisse Reichweite wegen dem Verbrauch. Das heißt, man kommt mit dem Auto, kommt natürlich auf den Fahrer an, zwischen 600 und 700 Kilometer. Bei einem reinen Sechszylinder ist das sehr, sehr viel. Ja, also es ist eine gute Strecke, die man dann mit einer Füllung Ja, machen hat sich kann. automatisch abgesperrt. Ich mache ihn dir gerne wieder auf. So, So, dann schauen wir jetzt mal rein. Am besten, ich frage mal kurz den Flo. Flo dreht einmal kurz ab, ob wir da am besten gleichzeitig reingehen oder ob du dich auf den Fahrersitz setzt. Am besten setzt er sich. ja, gut, okay. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Wir haben hier weißes Napperleder mit einem Ahornholz innen verbaut, was Mazda natürlich auszeichnen will, weil das Fahrzeug nennt sich ja hier in der Ausführung jetzt Takumi. Und Takumi gibt es halt so Meister in Japan und das wollen die damit widerspiegeln mit dem ganzen Design hier, was einen Takumi-Meister halt auszeichnet. Das ist hohe Handwerkskunst, die das Auto im Prinzip ja, vermittelt und das wollte Mazda in diesem Takumi hier und auf den deutschen Markt bringen. Sprich, das ist so die höchste Ausstattung, die es bei Mazda gibt. Ja, genau. Es gibt noch den Humura, der ist da mit schwarzem Leder, aber das hier ist mit Napperleder und Ahornholz. Das ist das wertigste und hochwertigste, was Mazda jetzt im Moment so macht. Das sieht schon sehr luxuriös aus da drin. Schön hell und Genau. alles Leder. Genau, Sehr schick. Also auch die Armatur gefällt mir sehr, sehr gut. allerdings. Es ist sehr stimmig gemacht. Jetzt auch ganz neues erste Mal bei Mazda mit dem virtuellen Cockpit. Wenn wir uns das gleich von innen angucken, mache ich auch mal alles an. Dann sehen wir auch ganz mal von dem Bildschirm her und von der Technik, wie das Ganze so funktioniert. So, wir sind jetzt drin. Ich mache mal die Tür ein bisschen bei.
Willkommen Gast. Also wir sehen schon, wir haben ein richtig gutes Entertainment-System mit riesigem Display und die Lüftung geht direkt schon ab. Wir haben 30 Grad. Damit wir hier drin nicht verkochen, gibt die Klimaanlage schon alles. Die gibt Vollgas, richtig, genau. Dann erzähl mal, du hast schon ein cooles Detail erzählt und zwar kann man die Körpergröße einstellen und der Sitz passt sich dann automatisch an. Genau, also wenn wir jetzt direkt am Anfang das Ganze gemacht hätten, ist es so, dass er dann vorschlägt, Fahrer hinzufügen. Das heißt, ich könnte dann das Ganze direkt so einstellen, dass ich eine Körpergröße angebe und er mich als Fahrer neu hinzufügt. Ich kann aber hier über die Einstellung, hier Fahrerpersonalisierung, kann ich draufgehen und kann einen weiteren Fahrer hinzufügen. Würde in dem Fall jetzt meine Körpergröße eingeben und dann regelt sich das Ganze jetzt gleich von selber. Aha. Er fährt das Lenkrad halt in die Position und mich selber in die Position, dass ich bequem mit dem Auto fahren könnte. Ne? Alles vollautomatisch. Genau, Krass. alles vollautomatisch. So sitze ich jetzt auch perfekt. Ich würde mich jetzt nicht beschweren. Man kann selber noch, wenn man möchte, auch umstellen. Aber ansonsten passt das alles. Und so würde ich es jetzt auch abspeichern. Habe keine Probleme mehr. Guck noch links und rechts. Weil hier haben wir die Kamera. Und so ist das jetzt mit Face ID wie auf dem Handy. Per Gesichtserkennung. Sobald ich jetzt einsteige, bin ich Fahrer 3. Der erkennt mich direkt und fährt dann den Sitz auf die Position. Ah, cool. Und sowas wie Müdigkeitserkennung und so gibt's Genau, auch? das haben wir natürlich alles hier drin. Müdigkeitserkennung, alle Fahrassistenzsysteme, die wir haben. ACC mit Abstandshalter, wir haben Totwinkelassistenten, Außenspiegeln. Also uns wird es hier an gar nichts fehlen, was Assistenzsysteme angeht. Und man sieht auch hier, es sind alle an. Das ist um das Fahrzeug, die ganzen grünen Punkte. Ich könnte das jetzt hier teilweise ausschalten. Da muss ich einfach nur so auf den Knopf drücken und dann geht das teilweise aus. Das kann man in dem System dann so einstellen, wie man das haben möchte. Ne? Sehr gut. Und schnurrt wie ein Kätzchen. Schnurrt wie ein Kätzchen, das ist es. Es ist ein kraftvoller Diesel, das merkt man auch von innen, das wird man auch während dem Fahren merken. Das heißt, auch wenn man mal ein bisschen Fahrspaß haben will, wird man den mit diesem Auto auf jeden Fall bekommen. Sehr cool. Ansonsten, Navi ist schon direkt dabei? Gibt's Navi auch, ist auch, Serie ist direkt dabei, muss man gar nicht dazu holen. Dafür ist Mazda halt bekannt, viel früh von Serie, ohne dass man da noch extra was dazu holen muss. Und Mazda ist auch für ihre kompakten Pakete bekannt. Das heißt, wir müssten hier jetzt 3 Pakete reinmachen und dann ist das Auto wie jetzt hier voll ausgestattet. Ja, also wir sind bei rund 50.000, ne? Genau, das ist jetzt hier unterm Strich. Bruttoliste ist das Auto, wenn man wie hier jetzt voll macht, bei 61.000 Euro. Und dann geht ja natürlich ein bisschen was ab und das macht das Auto auf dem aktuellen Markt sehr attraktiv. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch für Spielereien? Ich sehe, hier kann ich mein Handy noch laden. Genau, wir haben induktives Laden in dem unteren Bereich hier. Das heißt, wenn ich das Handy reinlege, ohne Kabel lädt er das Fahrzeug. Wir haben jetzt hier, klar, für die Temperaturen im Moment Lenkradheizung nicht unbedingt erschwinglich, aber ist vorhanden. Wir haben eine Sitzheizung, wir haben aber auch eine Sitzklimatisierung. Aha, für beide, auch genau, für mich. Für Beifahrer genauso. Sehr gut, mach ich die Ist mal jetzt an. ein bisschen angenehmer, genau. Das pustet gar nicht die Luft, sondern das zieht die Luft. Das wird man dann auch jetzt gleich merken. Ja, das wird ich dann merk's. ganz schnell ganz kalt. Es wird luftig hinten. Genau. Mazda ist auch bekannt dafür, dass es keinen Touch hat, sondern alles wird über den Cursor geregelt. Das heißt, in dem Fall wäre es jetzt Zoomen oder durch ein Drücken komme ich auch ins Menü vom Navi. Kann aber über den Return-Knopf ganz schnell wieder zurück. Oder wenn ich aufs Haus klicke, bin ich wieder im allgemeinen Menü, wo ich auf Einstellungen gehen kann oder auch die Kommunikation regeln kann. Kennt man so von BMW, ne? Kann man so sagen, ja, genau. Kennt man so vom BMW. Oder von einem anderen deutschen Nein, es Autohersteller. ist ja so richtig, auch wir haben ja BMW bei uns in der Gruppe, nein, richtig, das Ja. zeichnet uns halt so ein bisschen aus, auch im Vergleich, weil viele Kunden kommen auch jetzt, die BMW auch mit diesem Auto vergleichen. Ne? Und man muss einfach sagen, Mazda ist ja auf dem Weg, zu den Premium-Herstellern zu kommen. Und mit dem Auto machen sie es im Moment richtig gut. Machen Sie es gut. Ja. Was wäre denn ein vergleichbarer Preis bei anderen Herstellern? Für gewisse Autos jetzt im Vergleich, Noch ein paar Tausender mehr müssen wir ja, drauflegen, da ne? wären noch so 20.000, 30.000 auf jeden Fall, ja. So, was haben wir hier? Oh, das ist ja auch cool Genau. gelöst. Ein Getränkehalter, sehr dezent. Genau, und es klappt auch schön auf und das hat trotzdem noch designmäßig, auch wenn man es dann wieder zumacht, eine sehr schöne Optik. Und wir haben Automatik, wie viele Gänge? 8-Gang-Getriebe ist das jetzt ganz Achtganggetriebe? neu von Mazda für dieses Auto. Auch hier mit der Automatikschaltung. Gibt es auch nur in der Automatikschaltung das Auto hier. Und das ist halt ein sehr, sehr schönes, ruhiges Getriebe, wo man natürlich trotzdem seinen Fahrspaß mit haben kann, den man auch hier drüber regeln kann über das Mi-Drive. Bedeutet, ich habe dann hier den Sportmodi noch,
den ich einfügen kann. Wenn wir den großen holen, der ja ein Allradantrieb ist, habe ich noch Modis wie, dass ich den Allrad, also Offroad, einschalten kann zum Beispiel. Und das ist jetzt hier halt nicht der Fall, weil hier haben wir jetzt 200 PS Heckantrieb. Okay. Das ist jetzt nicht der Allrad, wir haben hier Heckantrieb mit einem Frontmotor ja drin, was für die Gewichtsverlagerung sehr gut ist und das macht halt mega Spaß, das Auto. Und den Allrad gibt es dann auch als Diesel? Ja, nur als Diesel. Nur als Diesel? Ja, genau. Was Mazda da noch so bringen wird mit einem Benziner, da sind wir mal noch gespannt. Okay, Genau. gut. Handschuhfach haben wir natürlich auch. Genau, Handschuhfach haben wir auch großes. mit Stauraum. Ist das irgendwie gekühlt, belüftet oder Nee, sowas? nee, das haben wir jetzt tatsächlich nicht. Das ist einfach nur so klassisch als Gut. Handschuhfach. Und was cool ist, das Panoramadach. Mach das Genau. mal bitte auf. Machen wir. Das ist erstmal so die Jalousie, natürlich um Hitze ein bisschen abzublocken bei den Temperaturen, wenn es vor allen Dingen steht. Und wenn wir es einfach ganz aufmachen wollen, drücken wir nochmal den Knopf. Und dann Wow. fällt es hier auf. Man kann es im Prinzip, wenn ich jetzt im Prinzip nochmal so klicke, kann ich es nochmal runterfahren. Und ansonsten kann ich es auch nochmal zumachen. Ja. Sehr schön. Sowas ist ja auch immer eine coole Sache, wenn man unterwegs ist. Ja, es ist vor allen Dingen für die hinteren Fahrer auch noch super, weil die haben den noch größeren Teil vom Dach. Das ist sehr angenehm. Und eine sehr angenehme Mittelarmlehne. Genau, die man Da auch ist sicher teilweise aufklappen kann. Mazda macht jetzt hier nicht so viel Platz. Es ist so, dass man hier noch 2 USB-C-Anschlüsse hat. Und das heißt, da ist auch noch Stauraum gegeben. Ne? Also auch der neueste Stand, weil es gibt noch viele, die haben normale USB, aber USB-C, da geht ja der da geht Trend der hin. Trend hin. Und Was dann- haben wir? Ich sehe, wir haben sogar Genau. Sitzheizung hinten. Hinten. Also- Florian, wenn du willst. Hinten ist es sehr komfortabel, auch für den Vorbereich mit Sitzheizung und einer sehr, sehr breiten und bequemen Bank hinten. Ist Ja. schon ein leichtes Couch-Feeling, kann man so sagen. Also ich sehe, Florian, wie groß bist du? Über 76. 1,76 und es ist noch gut Kopffreiheit. Ja, Bei mir sieht man ja genau. auch. Genau. Also genug Platz. Die Klimaanlage, ich sehe, kann man die auch nach hinten individuell einstellen und Beifahrer, Fahrer, alles. Man kann Beifahrer, Fahrer und dementsprechend regelt sich dann hier die Temperatur nach hinten. Mhm. Genau, mit 2 Zonen wird das so reguliert. Und du hast auch schon gesagt, ein Bose Soundsystem. Wie Genau. viele Boxen? Wir haben hier 12 Lautsprecher an dem Fahrzeug. Die sind überall im Auto halt verteilt. Ne? Das ist wirklich das neue Bose Match-System, was sehr, sehr schön im Klang ist und natürlich auch sehr, sehr hochwertig. Ja, da macht es natürlich Lust, noch voll aufzudrehen, Ja, wenn genau. man unterwegs ist. Ich weiß jetzt nicht, ob du es siehst, Flo, wenn du jetzt mit der Kamera vielleicht durchgehst. Das Head-Up-Display ist meistens nur für den Fahrer ersichtlich. Ich sage es aber nur kurz, weil es ist immer schwierig zu sehen. Wir haben auch hier noch ein Head-Up-Display. Cool. Was Nur leider nicht auf der Kamera. genau, es zeigt halt immer km/h an, Verkehrsschilderkennung. Und wenn wir jetzt das Navi noch anhätten, zeigt er mir auch die Route so an. So, ja, das hätte ich so nicht gesehen, weil die Genau, meisten haben genau. immer so ein Ding, Nee, das raussteht. das zeigt in Super. die Scheibe. Also Head-Up-Display finde ich super während Ja, der Fahrt. das ist eine sehr, sehr bequeme Sache. Gut, was haben wir denn noch? Gibt's noch ja, natürlich Assistenzsysteme wie SOS. Ne? Genau. Und hier ist bestimmt noch ein Genau, Brillenfach. da ist ein Brillenfach, was auch immer viele noch suchen, aber Mazda lässt es. Viele machen es weg, aber es ist immer noch was sehr beliebtes, ein Brillenfach. Oder ein paar Bonbons kann man da gut Genau, verstecken. da kann man alles reinmachen. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, Sonnenblenden sind ja klar. Griffe haben wir auch auf jeder Ja, Seite. Die Überall. sind ja auch nicht mehr so standardmäßig. Nee, genau. Die Griffe Gut, sind gibt es nicht sonst mehr noch so im standardmäßig. Entertainment-System was? Also vorliegend, Also- ich kann mein Handy auch damit koppeln. Genau, wir haben auch Wireless Apple CarPlay, also das heißt, wir brauchen noch nicht mal mehr ein Kabel, um Apple CarPlay oder Android Auto zu verwenden. Das cool. heißt, rein über die Bluetooth-Verbindung könnten wir das jetzt hier bei Kommunikation machen. Wir können bei Unterhaltung das Radio regulieren, was auch hier über DAB läuft. Das heißt, wir haben alle möglichen Sender, wenn ich jetzt hier so scrollen würde. Und wir können uns irgendwas aussuchen. Er tut sogar sortieren und zeigt uns nur die aus dem Saarland an. Da würde ich Genau. Saarfunk empfehlen. Ist eine gute Empfehlung, ne? Und dann ist es halt so, wenn wir nochmal Menü zurückgehen, bei Einstellungen ist das Ganze halt sehr vielfältig. Ich kann hier mein Head-Up-Display in der Höhe, in der Helligkeit einstellen. Ich kann die Soundeinstellungen verändern. Ich kann bei Sicherheitseinstellungen alles zu den Themen Fahrassistenzsysteme einstellen. Das heißt, ich kann wählen, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Auch mit der Cruise Control, dass die aktiviert ist, dass er auch mit dem Abstand das alles regelt. Die Verkehrszeichenerkennung, ob ich das nur per Ton will oder auch visuell. Da ist im Prinzip alles möglich.
Ich finde auch das Display echt schön. Auch die Schrift. Also ich bin ja eigentlich Mediengestalterin, mir gefällt die Schrift gut, mir gefällt das Konzept gut. Also haben sie gut gemacht. Genau, sie haben es auch schön breit gemacht. Es ist jetzt wirklich sehr, sehr schön anzusehen und auch, wie du schon sagst, in der Qualität sehr hochwertig. So, wir haben das Auto jetzt von außen und innen gesehen und jetzt zeigen wir noch das Herzstück, Genau. damit die Fans auch mal sehen, was unter der Haube ist. Es ist ein bisschen versteckt, aber wenn wir das Ganze hier hochklappen, sehen wir unseren schönen 3,3 Liter Reihen-Sechszylinder, der jetzt wirklich hier perfekt mittig verbaut ist. Es ist natürlich nicht mehr wie früher so viel zu sehen, aber darunter verbirgt jede Menge Leistung und jede Menge Fahrspaß. Ist noch so schön sauber. Ja, ist er. Bei Er mir- ist noch nicht so viel gefahren worden. Bei meinem sieht man auch nicht viel, aber ich hatte auch in meiner Geschichte hatte ich auch fast immer Diesel Ja, und ja, es hat immer Spaß gemacht und es war immer ist immer gelaufen. ein Ne? tolles Fahrgefühl. Gut, dann kommen wir zum Eingemachten, Genau, kommen wir zum Eingemachten. Was das Ganze denn so kostet. was das kostet und ob man Probe fahren, wie sieht's aus? Genau, Kann also man mal, genau das Auto hier könnte man Probe fahren. Es ist auch wirklich so, dass ich mal hier was Kleines noch auf die Windschutzscheibe gelegt habe und was das Ganze wirklich sehr attraktiv macht. Wir haben im Moment eine Leasingrate von 499 € auf Neuwagen. Das Ganze ist jetzt wirklich genau für das Fahrzeug, so wie es hier steht, dargestellt. Wir haben keine Anzahlung in diesem Angebot. Es ist über 48 Monate mit 10.000 Kilometer. Ich denke, das spricht für sich. ja, ist ein guter Preis. Also wir haben hier einen Endpreis von abzüglich Rabatt von 52.990 € für Genau. volle Hütte. Volle Hütte. Und Mehr geht nicht. von außen muss ich sagen, es ist ein richtig schönes Fahrzeug mit richtig cooler Optik. Also so die klassische Mazda-Optik. Man sieht den und weiß direkt, es ist ein Mazda. Ja. Und von innen das Gefühl, also ich würde den auch gerne mal Probe fahren. Ja, gar kein Problem. Das können wir machen. Das ist gar kein Problem. Der hat bestimmt gut Power. Allerdings. Also Probefahrt hier, wir sind beim Mazda in Saarlouis. Jederzeit möglich. Webseite, Kontaktdaten, erzähl da mal auch noch ein bisschen was genau. drüber. Also wir haben im Prinzip unsere Müller-Seite, die Homepage www.müller-auto.de. Da findet man im Prinzip jeden Standort, also nicht nur Saarlouis. Wir sind ja auch mit Mazda noch in Trier und in Luchsheim. Da sind auch dementsprechend unsere anderen Ansprechpartner. Hier in Saarlouis jederzeit eine Probefahrt möglich. Einfach vorbeikommen. Natürlich wäre es besser vorher anrufen und einen Termin ausmachen. Dann sind wir noch besser in der Stimmigkeit, wie wir das mit dem Auto alles vorbereiten. Und ja, ich denke, bei so einem Wetter ist eine Probefahrt Macht Spaß. Nochmal doch dein Name, hervorragend. Julian. Julian Reuter, 26 Jahre alt, Automobilverkäufer in Saarlouis. Ich bin euer Ansprechpartner hier in Saarlouis. Super, also wenn ihr euch für diesen schicken Mazda interessiert, dann kommt nach Saarlouis zu Mazda bei Müller. Er hat ja schon gesagt, Webseite gibt's alles. Wir schreiben euch auch noch die Kontaktdaten in die Videobeschreibung und alle Infos zum Fahrzeug auch nochmal. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich Gerne, und wünsche gerne. viel Erfolg beim Verkauf. Dankeschön.